Habt ihr Lust mit mir einmal eine Kombi aus Kleistertechnik und Buntstift zu probieren? Mit dieser individuellen und experimentellen Technik beginnen wir und hinterher suchen wir uns Ausschnitte aus diesem Strukturengewirr, das wir später dann mit Buntstiften weiter ausarbeiten. Doch zunächst einmal sage ich Hallo. Ich arbeite heute auf Steinpapier, ihr könnt aber auch grundiertes Aquarellpapier oder Acrylmalpapier nehmen. Ich habe mir hier Kleister angemischt für die Kleistertechnik. Meine Farben sind ein Ultramarinblau und ein Sienna gebrannt. Diese kommen auf meine Palette und ich mische sie ein bisschen mit einem kleinen Stück Spachtel aus einer Kreditkarte. Dazu kommt ein gehöriger Klecks Kleister und mit etwas Wasser vermische ich diese Komponenten zu meiner Kleisterfarbe. Natürlich brauche ich auch verschiedene Spachtel, die später zum Einsatz kommen. So, erstmal etwas Wasser auf die Oberfläche und dann die Kleisterfarbe mit dem Pinsel verstreichen. Bei dieser Technik könnt ihr einfach erstmal loslegen, denn ihr könnt euch später immer noch wieder korrigieren. Ich beginne hier mal mit einem kleinen Stück Spachtel und versuche mich an einer Form. Und wenn ihr mit der Form nicht zufrieden seid oder einfach weiter probieren möchtet, einfach Kleisterfarbe darüber streichen und ihr beginnt von vorne. Hier ziehe ich diesen großen Spachtel sehr flach und fast ohne Druck über die Oberfläche und ihr seht, das ergibt natürlich wieder ganz andere Spuren. Ein kleiner Versuch mit dem Zahnspachtel. Und schwupps ist alles wieder übermalt. Das liegt daran, dass durch den Kleister alles lange feucht bleibt. Und klar, ihr könnt natürlich auch mit eurem Finger malen.
Hier nutze ich einen ganz kleinen rautenförmigen Spachtel für besonders feine Strukturen. Ich kann damit sowohl Kleisterfarbe auf- als auch abtragen. So, das soll erstmal genug Struktur sein. Das Ganze trocknet bei mir mindestens einen ganzen Tag. Es waren in diesem Fall sogar mehrere Tage. Und danach fixiere ich das Ganze mit Acrylbinder. Hier wähle ich einen matten Acrylbinder, damit ich später auf dieser etwas leicht rauen Oberfläche sehr gut mit Buntstift zeichnen kann. Also den Acrylbinder dünn aufstreichen und anschließend wieder trocknen lassen. So, ich schaue mir das Bild mal genau an und jetzt nehme ich mir ein quadratisches Passepartout und suche mir einen geeigneten Ausschnitt für meine weitere Ausarbeitung mit Buntstiften. Wer es mag, kann natürlich auch das komplette Bild mit Buntstiften weiter ausarbeiten. Ich zeige euch das hier aber an einem kleinen Ausschnitt. Ich habe meinen Ausschnitt gefunden. Er wirkt natürlich erstmal etwas unspektakulär, hat aber sehr viele feine Strukturen. Ihr werdet es gleich in der Nahaufnahme sehen. Zunächst einmal zeichne ich innerhalb des Passepartouts diesen Ausschnitt mit einem Bleistift an. Um das Bleistiftquadrat mache ich jetzt noch ein größeres Quadrat, an dessen Linie ich gleich meinen Abschnitt ausschneiden werde. Mit normalen Buntstiften kann ich jetzt einzelne Partien übermalen und so abdunkeln. Hier habe ich jetzt ein Indigo, später brauche ich noch ein Schwarz und ein Umbra, genau die Töne, die auch im Bild schon entstanden sind. Um das Ganze besser zu beurteilen, lege ich das Passepartout immer wieder auf und schaue, welche Partien am besten abgedunkelt und schattiert werden müssen. Diese Schattierungen kannst du in mehreren Lagen übereinander auftragen, auch verschiedene Farben übereinander. Diese verdunkeln sich immer mehr und mischen sich dabei. Das Ganze ist natürlich auch eine Übung in Komposition. Hier seht ihr nochmal, wie ich mit dem schwarzen Stift dann über das Indigo drüber male und dadurch wird es alles noch dunkler und bekommt eine wärmere Farbe.
und ich kann dunkler und dunkler werden. Ja, ich mache mal einen Stopp hier an dieser Stelle. Ich hoffe, diese Möglichkeit der Kombination von Kleisterfarbe, Acryl und Buntstiften ist für euch interessant und ihr probiert das in euren Werken vielleicht auch mal aus. Ich wünsche euch gute Tage, ein gutes neues Jahr und bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss.